angesendet Eier mit Kruste. Da waren die Krusten drauf und drin waren die Eier. Deshalb ist das ist wahrscheinlich der Käfer da und der schaut sich auf die Eier drauf. So that's probably the bug who's watching those eggs. And this is about the Eier mit Kruste, meaning those crusts that I broke out with those eggs in it. But they didn't examine the eggs. They examined the bacteria, inside of it. There was quite a lot of it inside the liquid. So, die haben nicht die Eier untersucht, sondern die Flüssigkeit, die darinnen in der kleinen Kapsel drin waren. Ich habe davon nichts mehr, nein. Die habe ich euch ja gezeigt in den Videoclips, diese kleine Hülle, wo ich da immer gezeigt habe, die war so und mit Flüssigkeit gefüllt. Und hier steht drin, das ist irgendwas Positives. So this is what was in it, and it's positive something. There are two things that are positive. It says here, Nuklei-Säure-Diagnostik. Bakterien, PCR, speziesübergreifend, 16S, rDNA, positiv. Ergebnis der DNA-Sequenzierung. Es liegt eine Mischung von Sequenzen vor. Dies spricht für das Vorliegen mehrerer Spezies. Die Zuordnung der Sequenzen zu einer Spezies ist nicht möglich, weil es zu viele von denen gibt. Wer weiß wie viele, nicht wahr? Vielleicht 50 oder nicht. Ich denke mal, vielleicht 3 bis 5 wird es geben oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es mehr. Aber was die getestet haben, ist die Bakterien, nicht wahr? Bakterien wurden getestet hier und nicht die Eier. So what they've tested here is were those bacteria, and not those eggs, And it says they've discovered so many bacteria on my right side behind the right ear that to identify each individual was not possible. Und hier sagt es weiter, Pilz-PCR, speziesübergreifend 18S, rDNA, positiv. So this is the pills, meaning it's fungi. Fungi, same thing, too many the species, they have too many of them again. Ergebnis der DNA-Sequenzierung, Spezies aus der Ordnung, Saccharomyces, okay, so heißt diese Ding, Spezies. So that's the name of the species that they've found there, the causing their fungi. It's called, I don't know, Saccharomyces. Sounds Italian, huh? So that's the species that is causing the fungi. I didn't see any fungi, but maybe there is some that I didn't see any. Well, except when I was taking out those Morgellons, then I saw one time that there was a fungi building. So damals, also wie ich sagte hier gerade, ich habe eigentlich keinen Fungus gesehen, keinen Pilzerreger, wie auch immer. Aber ich habe mal damals irgendeinen Morgellen habe ich da rausgezogen und da hat sich ein Pilz gebildet, immer mehr und mehr von dem Pilz ist gewachsen, also das hat ausgeschaut wie trockener Schnee oder so, okay. Diese Spezies, diese Ordnung weisen auf 18S rDNA. Wenn man das eingibt im Internet, dann kommen größere, längere Erklärungen darüber, ne? Ebne eine identische Sequenz auf und können im Rahmen dieser Untersuchungsakt nicht differenziert werden. Aha, also what does it mean? Okay, diese Spezies dieser Ordnung weisen auf. Ebene eine identische Sequenzierung. I don't know what they're talking about. Also die sagen hier einerseits, das ist identisch und dann andererseits sagen die hier, die konnten nichts finden. Aspergus, SPP, negativ. Aber es gibt noch einen Test, der ausstehend ist, wegen der Borreliose, die ich haben könnte oder nicht. Dieser Test, der in 2-3 Wochen ungefähr, fahre ich ja dahin, wird der Blut entnommen und da kann man hundertprozentig sagen, entweder habe ich Borreliose oder nicht. Also wenn man Morgellen hat, dann hat man das normalerweise. Aber vielleicht habe ich es auch nicht. Ja. So what I've been talking about here is about the fungi. They've been testing it. For one thing they say, well, that is the name of the fungi. Saccharomyces. So one thing they say, the species of this, meaning whatever. This is a code name, 18S
and then rDNA. That is a code. When you put that code into the web, then you will find the solution of it, telling a lot of stuff about it. So I don't know if they have that in English. Sequence auf und können mit Rahmen diese, also that means one thing they say, the species only weisen auf, meaning that they have these specimens that they have found, meaning this number, that's what it means. Also I don't know why they didn't write down it like specimen's name is and then they said Untersuchungsarten nicht differenziert werden. So after examining it, they couldn't identify it. So, das, was ich gerade gesagt habe. Also man kann es unter dieser Nummer hier finden. Mehr darüber, diese 18S, rDNA. Und dann, dass man nach dieser Untersuchungen da nichts finden konnte. Aspergillus, whatever that means, it's probably has something to do with Borreliosis. Mit Borreliosis hat es wahrscheinlich zu tun, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist negativ. Here, ist negative. And also here, when you put in that code name, PCR probably, but for sure I've put one of these codes in already, and then I did find my solution, a lot of reading again. So wenn man diesen Code hier eingibt, ich weiß nicht über PCR, aber möglicherweise, weil das in Klammern ist, so possibly this PCR belongs to it as well, to 18S rDNA, which is in brackets. So that may be a code for one whatever sheet information, so you may have to put that in, or only 18S rDNA, which will get you or guide you to what this is all about. So für diese Informationen, PCR, Doppelpunkt, 18S rDNA, muss man diese ganze Sequenz eingeben im Internet und dann kommt man auf diese Seite, wahrscheinlich PDF, weil ich sowas ähnliches auch schon gesucht habe und da steht dann mehr darüber. Oder aber man gibt nur 18S rDNA ein. Und es ist negativ hier. So in general, that was it. So, über die Borreliose habe ich auch erwähnt. Die Borreliose, es zeigt, hier steht es wahrscheinlich gerade nicht, dass ich es, also ich habe es nicht, hier ist gerade nicht dieser Bericht, wo ich habe, weil das sind hier eigentlich 3 Seiten gewesen. Eigentlich, was ich zugesendet bekommen habe, waren 7 oder 8 Seiten, nicht wahr? Und die Borreliose habe ich nicht, aber es gibt noch einen Zusatztest. Da muss man Blut und Serum abgeben und der zeigt 100%ig an, entweder hat man es oder man hat es nicht. So, like I said, one more time, so wie ich es nochmal sage, to examine if you have borreliosis or not, that tick disease, that Lyme disease, maybe, you will have to go to, to that, like the clinic that I went to, and they need a blood sample test and the serum, the concentrate from the blood, and they will identify it, examine it, and they may find something 100% or may not find something 100% that I have it or I don't have it. So that's the whole story behind it. So, das war eigentlich schon, nicht wahr? So, und das war's eigentlich schon. Habe ich jetzt nicht Deutsch gesagt? Okay, that was it. Yes, that sounds differently. Okay, I just said in German, that was it twice. But, Okay, and that's it. So, let's go back into I have to go and travel again to my road, fly away, and then, actually before I started this, I was kind of sad. Oh yes, did I tell you this? Yes, I went to this emergency. It was an emergency. Well, it's a KVB, something. It's not directly emergency, but on Saturday or on Sunday they're open, and just remember there. So what's it called? Hang on. This medication, this antibiotica that I was taking about 3 days now, which has this rifampicin in it, plus an antibiotica, which was actually a good one because, and I had to, actually what I wanted to have an antibiotica that is like identical to the rifampicin, whatever it's called, to fight this bacteria, although it's not just an aggressive bacteria, but still, if the penicillin, the antibiotica, strikes because the bacteria are fighting back and it stops, then we have a problem. But this antibiotica that I had 2 bacteria inside of it, to fight those bad guys. So one of the bacteria is to do the job, the penicillin.
But if he suddenly cannot do that job because they're fighting back to them, then there's the second one. The second one is going to tell me that now you do it. The second one is like a force field. To make sure they're going to do it and they are going to do it. That's the good thing about this antibiotic. I've never heard that about an antibiotic that had something like that. So now I'm going to translate that in German. So es geht hier um dieses wie habe ich das gerade gesagt, dieses Rifampicin, das ist Penicillin, nicht wahr? Ist das Penicillin? Das ist anderes Penicillin. Das ist ein bisschen zu, ich bin kein Arzt, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also dieses hier ist gut, ein Antibiotika zu haben, das mit dem zusammenarbeitet. So, es ist sehr vorteilhaft. Denn wenn man ein Antibiotika hat, das anders ist, ja. Und das, was der andere Arzt von der KVB mir verschrieben hat, dieses Penicillin, hat 2, sagen wir mal so, Bakterien innen, die helfen, dieses Ding, eigentlich eins davon, diese Gegner zu bekämpfen.